Hey, Gemeinde Rock'n'Roll. Ja, bisschen schwer zu erkennen, aber das ist tatsächlich die Suzuki DRZ 400 von vor 2 Jahren, die wir schon mal hier hatten, aus Folge Nummer 10, wo ich euch gezeigt habe mit dem Umbau, Auspuff und das komplette Fahrwerk. Und da hatte ich ja immer versprochen, die kommt noch mal und dann bauen wir da einen Flachschiebervergaser ein und gucken mal, wo da der Unterschied ist, ne, zwischen Originalvergaser oder halt dann dem Mikuni Flachschiebervergaser. So, jetzt, das hat ein bisschen gedauert, bis das Fahrzeug mal wieder hier hinkommt, aber wir haben es geschafft. Hier steht sie und hier ist wieder das Objekt der Begierde. Wie in Folge 16 hatte ich euch den ja schon vorgestellt bei einer LC4 Adventure 640. Diesmal eben halt ein TM36, speziell von der Firma Topham für die DRZ 400 konfiguriert, inklusive Einbauringe. Vorne ist schon alles soweit in Ordnung. Hinten sitzt ein Aluring drauf, damit das halt schön in den Luftfilteranschluss reinpasst. So, und wir wollen natürlich erstmal schauen, was kann das Motorrad jetzt? Der letzte Test ist ja schon locker 2 Jahre her und der war ja auch im Sommer, da war es ja auch brüllend heiß, ihr erinnert euch. Ne? Dementsprechend rollen wir jetzt erst noch mal so ab, wie sie gekommen ist, also genau wie vor 2 Jahren, aber eben halt jetzt mit diesen Wetterbedingungen. Dann baue ich um und dann rollen wir noch mal ab und dann schauen wir, was er kann oder was er nicht kann. Ja? Gut, dann geht das los. So, 45,1 PS, kein schlechter Wert. Wir hatten 2016 im Sommer um die 44, also 43,8, 43,9. Also ganz klar, jetzt bedingt auch durch die kühlere Witterung. Ja, wir hatten irgendwie vorgestern draußen noch Schnee, natürlich ein bisschen mehr Leistung. So, und jetzt schauen wir mal, ne, was der Bruder hier so kann, der Vergaser. Wo liegt er? Da liegt er. Was er denn jetzt on top drauflegen kann, müsste ja mindestens mal genauso funktionieren wie bei der LC4 in Folge 16. So, ob er das kann und ob er das tut, das sehen wir jetzt. So, und los geht's. Vergaser ist eingebaut. Ne? Hier unten seht ihr das. Ist recht simpel, ist auch gut Platz. Also daher gibt es auch keine Probleme beim Auseinbau, kommt man auch gut ran. Man kommt sogar an die Beschleunigerpumpenschraube gut von der Seite dran mit einem längeren Schraubenzieher. Also zum Nachjustieren, selbst im eingebauten Zustand, kein Problem. So, und was der kann, das sehen wir jetzt. Jetzt wird es laut. So, dann gucken wir uns jetzt mal das Diagramm an zusammen und schauen mal, wo da die Unterschiede sind zum Unterdruckvergaser und zum Flachschiebervergaser. Auf der Rolle hat man schon gemerkt, ja, das Ansprechverhalten ist natürlich wesentlich aggressiver, ne, ist ja ganz klar. Ne, wir haben keine Drosselklappe mehr, die im Weg steht. Wir müssen nicht warten, dass der Unterdruck den Schieber hebt. Also direkt hier, bam, ne, direkt ins Gesicht. Schauen wir mal, ob sich das auch in der Leistung ausgewirkt hat. Ne? Dann geht das jetzt los. So, jetzt haben wir die Diagramme mal übereinander gelegt, also Serie, Umbau, Auspuff und Luftfilter und dann zum guten Schluss hier die grüne Linie mit dem TM36 Vergaser. Also ihr seht einen Sprung von der Serie von vorher 40,6 PS auf 47,3. Das ist schon mal kein schlechter Wert. Und vom vorherigen Umbau, also Auspuff, Filter und angepassten Vergaser mit 45,1 zu jetzt 47,3
auch nochmal ein schöner Sprung on top. Die untere Drehmoment oder der untere Drehmomentverlauf bleibt ungefähr gleich. Der Flachschieber hat unter 4000 Umdrehungen einen leichten Drehmoment oder leichte Drehmoment-Einbußen. Bedingt natürlich, dass man da direkt das Loch aufreißt und da aber der BSD40 erstmal langsam beiregelt, die Strömung, also daher hat er da einen kleinen Vorteil. Aber ab 4, 4,5, 4,8 geht es dann vernünftig voran und auch dementsprechend dann auch hier mit den PS-Leistungen weiter nach oben. Ja, kommen wir zum Fazit. Ja, Serie versus Tuning. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt ungefähr vom Serienzustand des Fahrzeuges auf jetzt etwas über 7 PS geholt. Ja, ne? Mit Auspuff, Vergaser und Luftfilter wirklich kein schlechter Wert. Lohnt sich ja, also für Leute, die eine DAZ haben und lieben, ne? Ist ein super Ding, hält echt wirklich sehr, sehr, sehr lange, ist ein Butter- und Brotmotorrad, man kann damit zur Arbeit fahren, du kannst damit auf der Rennstrecke fahren. Das Ding macht alles mit, ist zwar nicht mehr absolut ein Hightech, aber ja, meine Güte, ne? Man kann sich ja nicht immer das Neueste kaufen und die neuen Motorräder sind oft auch nicht so problemlos, wie wir ja wissen. Ne? Gut, Evolutionsstufe hier ist jetzt zu Ende, also hier für dieses Motorrad. Evolutionsstufe hier beginnt quasi oder endet ab diesem Video. Ihr seht also uns hier das letzte Mal in Pullheim. Wir werden jetzt Ende April komplett hier Sack und Pack nehmen und ab in die schöne Eifel. Gott sei Dank, wir haben es endlich geschafft. Es hat verdammt lange oder eigentlich viel zu lang gedauert. Aber wie das halt auf so Baustellen ist, es zieht und zieht und zieht sich. Ne? Also wenn euch das Video noch hier in Pullheim gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, lasst uns ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal in der schönen Eifel. In der neuen Werkstatt, ich kann euch versprechen, die ist richtig geil geworden. Und ich würde sagen, ne, haut rein, bis dann und bis bald in der Eifel. Ciao.